miteinander, hier ist Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Dieses Video ist ein Color Along und Tutorial. Ich gehe auf verschiedene Sachen in dem Video ein, zum Beispiel ein Hintergrund mit Aquarell, dann wie man Hautfarbe malt, wie man diese durchsichtig erscheinenden Flügel zum Beispiel malen kann und natürlich wie immer erkläre ich auch, wie ich male, warum ich was mache und ja, das Ganze soll einfach zum Lernen dienen natürlich und andererseits auch Spaß machen. Das ist die Hauptsache. Ich hoffe, ihr seid so motiviert wie ich. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Ich habe das Bild jetzt schon fertig gemalt, deswegen weiß ich, dass vieles bei dem Tutorial auch für mich neu ist, wie zum Beispiel Hautfarben malen und ich da einige Fehler gemacht habe. Ich zeige euch trotzdem, wie ich es gemalt habe. Es ist vielleicht ein Ansatz, um euch zu helfen, wie ihr überhaupt anfangt und vielleicht könnt ihr die Fehler, die ich gemacht habe, im Endeffekt korrigieren und kommt auf ein besseres Ergebnis. Ja, dann zückt mal die Stifte und viel Spaß beim Mitmalen. So, mein erster Schritt ist das Abkleben der Rückseite. Weil ich mit Aquarell malen möchte, klebe ich die Rückseite mit Washi-Tape ab, weil ich aus Erfahrung weiß, dass man oft doch noch Farbe durch den Pinsel auf die Rückseite übertragen kann. Deswegen Washi-Tape, um die Seite zu schützen. Falls ihr kein Washi-Tape habt, versucht es mit Malerklebeband. Das geht auch oft. Nur ein bisschen abkleben vorher, damit es nicht euer Papier beschädigt. Jetzt tragen wir die Maskierflüssigkeit auf. Vorher sehr gut schütteln, damit sich dieser gelbe Belag unten löst. Sowohl die Maskierflüssigkeit als auch ein Tutorial, wie man sie benutzt, werde ich unten verlinken. Mir gefällt die Möglichkeit mit dem Embossing-Tool am besten, weil ich so sehr viel besser in die kleinen Ecken komme und die Maskierflüssigkeit kontrollierter verteilen kann. Ich verdecke nur die Stellen, die wahrscheinlich mit der Aquarellfarbe in Verbindung kommen würden. So, weiter geht's mit dem Aquarellhintergrund. Ich empfehle euch immer 2 Behälter mit Wasser zu haben, einmal zum Pinsel auswaschen und einmal um sauberes Wasser aufnehmen zu können. Dann ein Tuch, um das Ganze abzuwischen, was am Pinsel hängen bleibt. Und ich mische hier 2 Farben zurecht. Einmal ein helleres Lila und einmal ein Schwarzlila. Dazu benutze ich die Aquarellfarben von Mission Gold. Das sind die Mission Gold Watercolors. Ich werde auch unten wieder einen Link dazu reinstellen. Zuallererst male ich die dunkelste Ecke mit meinem schwarz-lila Gemisch. Dazu benutze ich Bright Clear Violet und Ivory Black. Ich arbeite mit einem Pinsel der Größe 8. Allerdings kann ich das nicht sicher sagen, weil auf dem Pinsel nichts mehr draufsteht. Und wie ihr seht, ist meine Farbe ein bisschen dicker angemischt, also nicht zu flüssig, aber auch nicht zu kräftig. Ich habe vorher genug Farbe angemischt, damit sie hoffentlich für alle Ecken dieser Seite reichen. Und ich arbeite auch nicht sehr ordentlich. Ich verteile die Farbe und tupfe hinterher in der Farbe herum, um ihr ein bisschen Struktur zu geben und damit der Auftrag nicht streifig erscheint. Ich denke, ich habe jetzt genug von der dunklen Farbe vorgelegt und spüle meinen Pinsel ein wenig aus. Aber wirklich nur ein wenig, weil ich einen Gradienten erzeugen möchte. Ich möchte, dass meine Farbe ein bisschen heller und durchscheinender wird. Gerade über die Blumen, die ich nicht mit Masking Fluid bemalt habe. Und damit das Ganze auch einen schönen Übergang ergibt, gehe ich natürlich auch nochmal über meine restliche Aquarellfarbe drüber, um das Ganze wirklich auslaufen zu lassen, damit keine harten Kanten entstehen. Ich möchte, dass mein Lila zum Kopf und Gesicht hin ganz hell ist. Deswegen wasche ich den Pinsel jetzt komplett aus
und nehme nur noch Farbe vom Papier auf und verteile sie etwas, damit es wirklich ganz hell und durchscheinend ist. Ich arbeite den Rest jetzt noch ein bisschen nach, solange es noch nass ist und ich es kann, und versuche den Übergang von dunkel nach hell wirklich reibungslos zu machen und dem dunklen Farbton ein bisschen Struktur zu geben. Arbeitet nicht zu sehr mit dem Pinsel auf der nassen Farbe herum, weil es kein Aquarellpapier ist und ihr sonst die Struktur des Papiers zu sehr beschädigt und das Ganze aufgerieben und kaputt aussieht. Versucht schnell zu arbeiten, aber dennoch alle Ecken zu erwischen, damit nichts von dem Papier hinterher durchscheint.
So, jetzt kommt es zu dem Part, wovor die meisten Angst haben, ich mit eingeschlossen, und zwar Hautfarbe, was auch der eigentliche Sinn dieses Videos ist. Für die Hautfarbe benutze ich mehrere Farben. Einmal Fleischfarbe hell, die 132, dann Sienna gebrannt, die 283, Walnussbraun 177 und für die Schatten Indigo Dunkel 157. Wie immer sollte man darauf achten, dass der Stift gut angespitzt ist, weil stumpfe Stifte zwar leichter sind, um heller zu malen, aber die Struktur des Papiers zerstören. Und wir brauchen mehrere Schichten. Ich hatte das ganze Jahr mit Maskiergummi abgeklebt, sodass meine Haut keine Farbe abkriegt von dem Hintergrund. Wir gehen erstmal ganz sachte und leicht vor. Kleine kreisende Bewegungen. Ich fasse den Stift relativ weit hinten an, damit ich nicht dazu neige, Druck aufzubauen und mehr Farbe zu benutzen, als ich eigentlich haben wollte.
Nachdem wir die erste Schicht der Hautfarbe aufgetragen haben, fangen wir mit dem ersten Schatten an, und zwar mit dem hellen Braun Sienna gebrannt 283. Hierfür arbeite ich von der Stelle, wo mein Schatten am dunkelsten sein soll, nach außen, wo mein Schatten am hellsten sein soll. Und ich möchte, dass ich hier einen Lichtpunkt habe und hier vorne am Hals, weil das Licht von hier auf sie drauf scheint und ja, hier an der Stelle auch von einem Ohrring Schatten geworfen werden. Und wenn von hier noch so ein bisschen Licht kommt, dann ist das hier einfach die dunkelste Stelle. Auch hier wieder wirklich leicht. Wir können hinterher immer noch dunkler gehen, nur wird es schwer sein, wieder heller zu werden. Durch das Maskiergummi, das ich benutzt habe, ist die Struktur des Papiers ein bisschen aufgeraut, was sowohl ein Vorteil als auch ein Nachteil ist. Ein Vorteil ist es, durch die aufgeraute Struktur kann ich mehr Schichten aufs Papier bringen. Ein Nachteil ist es, dass das, was ich male, eben nicht so glatt aussieht. Aber das Ganze wird durch mehrere Schichten und durch das Blenden hinterher später irrelevant sein. Die Stirn ist eine Stelle, wo Licht drauf fällt. Deswegen versuche ich da erstmal noch so viel hell zu lassen wie möglich, damit ich hinterher keine Probleme habe, wenn ich zu dunkel geworden bin. Die weiteren Stellen, wo man Licht lassen muss, ist hier der Nasenrücken, dann das Kinn und das Schläfenbein. Und natürlich hier die Stelle, wo der Wangenknochen fällt. Das ist ja auch etwas, was man beim Schminken zum Beispiel heller malt oder wo man Blush drauf setzt. Und die Stelle unter dem Wangenknochen, wo eben ein Schatten fällt, durch den Wangenknochen malt man ein bisschen dunkler. Also denkt einfach daran, wenn ihr euch schminkt oder wenn ihr seht, wenn jemand geschminkt ist, wo die Highlights gesetzt sind. Das sind da meistens die Nasenspitze, das Kinn, die Stirn und die Wangenknochen und die Schläfe, wo jemand ein Highlight setzt, damit das Gesicht schmaler wirkt
Und genauso gibt es Stellen, die eben dunkler gemalt werden, wie hier unterm Kinn, die Seiten der Nase und unter dem Wangenknochen. Das sind dann Lowlights, die dann eben die Struktur des Gesichts betonen. Hier habe ich mir einen leichten Bogen hingemalt, wo der Wangenknochen ungefähr sitzt. Genauso habe ich mir hier erstmal noch viel Licht gelassen für die helle Nase. Weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Hier um das Kinn herum male ich mir auch so einen leichten Bogen, damit ich auch das Kinn erstmal ausspare. Das Ganze sieht jetzt sehr sketchenhaft aus und noch überhaupt nicht schön, aber so ist eine rohe Skizze erstmal, dass wir uns vorstellen können, wo Licht und wo Schatten sitzt. Das Ganze wird dann nochmal, hier habe ich eine Ecke vergessen, wird dann mit jeder Schicht mehr Gestalt annehmen. Denkt dran, auch wenn ihr Fehler macht, hinterher im Gesamtbild wird das kaum auffallen. Ich habe hier zum Beispiel auch aus Versehen ein Blütenblatt mit maskiert und nicht mit ausgemalt, weil ich dachte, das wäre ein Teil von dem Hals. Aber ich denke, dass das hinterher im Allgemeinbild nicht auffallen wird. So, dann nehmen wir unser dunkelstes Braun, das Walnussbraun. Spitzen auch hier den Stift wieder an und setzen noch mehr Farbe ein, um jetzt den Schatten ein bisschen tiefer zu machen und dem Ganzen einfach mehr Struktur zu geben. Etwas, was ich oft gefragt werde, ist, warum kann man jetzt nicht direkt mit der dunkelsten Farbe anfangen und zum hellsten übergehen? Es ist eine gute Frage und etwas, was ich auch erst lernen musste, und zwar vermischen sich die einzelnen Farben, die man benutzt, mit jeder Farbschicht. Das Braun, das ich jetzt benutze, sieht zum Beispiel anders aus, wenn ich das über 2 andere Farben benutze, als wenn ich es alleine benutzen würde. Und das macht den Übergang zu den anderen Farben hier in den helleren Bereichen sehr viel sanfter und es passt einfach mehr. Würde ich jetzt direkt mit der dunkelsten Farbe anfangen, dann würde das Braun nicht passen, die Untertöne würden fehlen. Genauso mit dem Blau. Ich habe nie verstanden, warum Künstler als dunkelsten Schatten ein dunkles Blau oder dunkles Lila nehmen. Der Grund ist, dass kein Schatten wirklich schwarz ist. Und gerade auf der Haut bietet sich ein dunkles Blau an, weil das auch die Venen widerspiegelt, die unter unserer Haut langlaufen. Unsere Haut ist ja auch, wenn man hier mal guckt, nicht wirklich hell, sondern ist von einem Netzwerk blauer Venen untersetzt. Und wenn da ein Schatten drauf fällt, dann erscheint es eben mehr blau als schwarz.
So, wir haben jetzt alle 3 Farben einmal auf dem Papier. Es sieht furchtbar aus, aber habt keine Angst, es wird nach und nach besser aussehen. Wir gehen jetzt wieder rückwärts zu dem mittleren Braun und zu der hellen Hautfarbe und dann wieder eben zu dem dunkleren Braun und so weiter und so fort. Also immer und immer wieder alle 3 Farben wiederholen und schichten und mit jeder Schicht wird das Ganze mehr Gestalt annehmen. Ich arbeite jetzt Stück für Stück das Gesicht ab, von oben nach unten und versuche, dass der hellste Ton gleichmäßig hell ist und der dunkelste Ton gleichmäßig dunkel ist. Das ist der schwierige Teil hier dran, finde ich. Ich habe jetzt versucht, immer gleichmäßig von oben nach unten zu malen, aber jetzt muss ich einfach Teile des Gesichts fertigstellen und je nachdem, wie der eine Schatten fällt, beeinflusst das den anderen Schatten meiner Meinung nach. Deswegen wird das jetzt eine Stück für Stück Runterarbeit und ich hoffe, ihr könnt folgen. Ich wechsle jetzt öfter die Stifte. Ich bleibe bei den zwei Brauntönen und bei dem Fleischfarbeton, den ich habe.
Für die Wangen, für das Blush der Wangen benutze ich gleich eine Mischung aus Indisch Rot 192, Caput Mortuum 169 und Fleischfarbe Mittel 131.
denkt wahrscheinlich, was macht sie da gerade? Keine kleinkreisenden Bewegungen. Ich schraffiere. Ich male erstmal in die eine Richtung mit dem Stift, dann in die andere Richtung, dann wieder in eine andere Richtung. Und so kann man schneller große Flächen ausmalen, ohne das Ganze in ganz kleinen kreisenden Bewegungen auszumalen. Nur zur Info.
So, wir sind soweit fertig. Noch ein paar Dinge, die ich anmerken möchte. Ihr habt vielleicht mittendrin gemerkt, dass ich meinen Stift nicht mehr so oft angespitzt habe. Das war zum Schluss hin, als ich alles nur noch verblenden wollte und es wirklich mein Ziel war, die Struktur des Papiers zu glätten, damit man diese ganzen weißen Körnungen nicht mehr sieht. Dann habe ich zwischendurch einmal den Blenderstift benutzt. Ich benutze Blenderstifte eigentlich so gut wie gar nicht. Ich habe jetzt auch nicht so wirklich einen Unterschied gemerkt, aber es war eben an den Stellen, wo ich noch viele weiße Körnungen gesehen habe, wo ich aber nicht noch mehr Farbe auftragen wollte. Und da kommt dieser Blenderstift immer ganz gut zur Hilfe, wenn man diese weißen Körnungen reduzieren möchte, aber nicht noch mehr Farbe auftragen will. Dann bin ich jetzt einmal für eine Zeit weggegangen und jetzt wiedergekommen und schaue einmal drüber. Meistens, wenn man weggeht und wiederkommt, sieht man noch hier und da ein paar Stellen, die Nachbesserung brauchen. Auf jeden Fall würde ich noch ein paar mehr Schatten einsetzen. Gerade hier, wo die Strähnen fallen, würde ich noch mehr mit dem Indigo Blau arbeiten. Vielleicht hier in der Mitte noch ein bisschen mehr Schatten setzen. Aber das sind dann Sachen, die mache ich, wenn ich den Rest fertig habe, damit ich einmal sehe, wie das Allgemeinbild so ist. Und ja, wo wirklich noch etwas nötig ist. Dann hoffe ich, ihr seid nicht abgeschreckt. Das ist meine Art, an Hautfarben heranzugehen. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe hier nur eine grobe Testseite gemacht, in der ich ein paar Sachen ausprobiert habe, weil ich das auch zum ersten Mal gemacht habe. Gerade weil es ein dunkler Hautton ist, ist es ein bisschen schwieriger, daran zu arbeiten, weil ja, er einfach so prominent und auffällig ist. Und ja, hier habe ich das zum ersten Mal ausprobiert und denke, es ist ziemlich ähnlich geworden. Ja, so ein paar Dinge werde ich dann noch hinterher korrigieren, wie zum Beispiel hier der Glanzpunkt, den ich hier gesetzt habe. Den möchte ich hier auch gerne vergrößern. Aber das sind dann Details, die kommen, wenn der Rest fertig ist und man so ein, ja, ungefähres Bild hat, wie es zum Schluss aussehen soll. Weiter geht's mit den Haaren. Dadurch, dass mein Hintergrund so ein dunkles Lila hat, möchte ich bei den Haaren jetzt nicht noch mehr Lila reinbringen, sondern ein bisschen Rot, ein bisschen Pink und ein bisschen Lila, um das Ganze zusammenzubringen. Und das ist Rot-Violett 194. Dann ein lila Ton, der einen kleinen Rotstich mit drin hat, und zwar das Mangan-Violett 160 und ein lila Pinkton, Purpurrosa Mittel 125. Wir fangen mit dem Rot-Violett an, und zwar malen wir hier dunkel, dort wo die Schatten sind, also wo die Haare eingeflochten sind, und hier in der Mitte hell, wo quasi das Licht drauf fällt, so wie in diesem Beispiel. Ich streiche die Farbe so ein bisschen raus, damit das natürlicher wirkt, also wie einzelne Haare eben, und
nicht so wie ein Blockfarbe. Und ich male auch Strähne für Strähne, damit es nicht alles gleich und uniform aussieht, sondern ich habe jetzt eine Strähne vielleicht ein bisschen heller, eine ein bisschen dunkler, eine zieht ein bisschen weiter rein, eine ein bisschen weniger, damit das Ganze wirklich etwas mehr Abwechslung hat und nicht so gleich aussieht, weil eben jede Haarsträhne das Licht anders auffängt. Und hier unten male ich komplett dunkel, weil das eben der Punkt ist, wo meiner Meinung nach wahrscheinlich am meisten Schatten fällt, weil sie jetzt hier eingeflochten wird. Also 3 wichtige Punkte. Jede Strähne einzeln malen, die Strähnen so ein bisschen auslaufen lassen, das auch nicht immer gleich, sondern etwas unterschiedlich und genug Licht lassen, damit wirklich dieser Glanzeffekt der Haare zum Vorschein kommt. Dann nehme ich erstmal die nächste Farbe, Mangan Violett 160. Gehe über die dunkelste Farbe und blende es genauso hell aus, wie wir es eben gemacht haben, nur ein bisschen weiter. Ich habe auch Bilder gesehen, wo diese Haarsträhnen in der Mitte komplett weiß gemacht wurden und quasi jede einzelne Strähne mit Farbe, nur mit Farbe nachgezogen. Das lässt das ganze Haarbild feiner wirken, das kann man auch machen. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich plane, hier noch weiße Punkte mit einzubringen. Da habe ich ein ganz süßes Referenzbild gesehen und ich denke, das möchte ich in meinem Bild auch umsetzen. Deswegen ist es für mich in Ordnung, wenn man diese dicken schwarzen Strähnen sieht. Aber für diejenigen, die das vielleicht stört, als kleiner Tipp, ihr habt auch noch die Möglichkeit, alles vorher wirklich weiß zu machen und dann mit Farbe drüber zu gehen und eure Haarsträhnen mit dem Buntstift einzuzeichnen. Hier mache ich mit dem Pink, also mit dem Purpurrosa übrigens das, was ich mit den anderen Farbtönen schon gemacht habe. Einmal über alles drüber malen und das Pink ausblenden. Jetzt nehmen wir ein Weiß. Ich habe jetzt nur das Luminance Weiß zur Hand. Ihr könnt aber auch das Polychromo Weiß nehmen, das Prismacolor Weiß, egal welches Weiß ihr zur Hand habt. Und ich blende das jetzt mit dem Weiß hier ein bisschen aus, sodass der Übergang nicht so schroff ist und das einfach ein sanfter Glanzpunkt ist. Nicht zu stark, aber auch nicht zu wenig. Ich würde euch empfehlen, das wirklich Strähne für Strähne zu machen, damit ihr hier eure schwarzen Linien mit dem Weiß nicht übermalt. Das sieht sonst ein bisschen merkwürdig aus.
So, mit den Haaren sind wir jetzt fertig. Das sieht so aus, wenn es komplett gemalt ist. Ich finde, dieser Schimmereffekt, man weiß gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. Deswegen fallen kleine Fehler auch überhaupt nicht auf. Ja, jetzt hier unten zu den Blumen. Da war ich mir wirklich unsicher, was ich machen sollte, ob ich sie so lassen sollte. Und ich habe hier auf meinem Testpapier dann angefangen, die auszumalen, um zu gucken, wie das aussieht. Und das hat mir wirklich besser gefallen. Und wenn ich jetzt diese Hälfte sehe im Vergleich zu dieser Hälfte, dieser Look gefällt mir wirklich viel besser. Dann war meine zweite Überlegung, soll ich das Ganze nochmal weiß umranden? Ich würde es sehr gerne tun, aber was mich davon abhält, sind die dicken schwarzen Linien. Ich finde, in diesem Buch sind die Linien sehr, sehr dick und auch hier zum Beispiel sehr, sehr fein aneinander gemalt. Und wenn ich da mit einem Posca-Stift rangehe, ich habe schon einen der dünneren Version, wird das Ganze trotzdem sehr, sehr dick und dann auch nicht mehr so schön. Und ich glaube, ich kann da nicht so fein arbeiten, um diese Linien hier wirklich separat zu halten. Deswegen bin ich da noch sehr am Hadern, wie ich das machen soll. Ich denke, ich lasse es erstmal schwarz und werde dann zum Schluss noch mal gucken, was ich alles so an Farbe noch mit reinbringe. Also weiß oder Gold oder eben was ich noch so zum Akzente setzen benutze. Aber kommen wir zum Schattieren. Und zwar benutze ich dafür Mauve 249, Violett 138 und Schwarz 199. Und ich gehe auch in dieser Reihenfolge vor. Und zwar gehen wir erstmal hier zu den größeren Sachen. Nehme ich meine 249 Mauve und umrande jedes Blütenblatt einzeln. Ich gehe in kleinen kreisenden Bewegungen vor, benutze schon mittleren bis starken Druck. Einfach einen Rand drumherum. Dann nehme ich meine zweite Farbe, Violett 138 und blende meine dunkle Farbe zur Mitte hin aus. Blende das dunkle Lila zur Mitte hin aus. Aber die Mitte an sich lasse ich in dem lila Ton, der im Hintergrund benutzt wurde. Dann nehme ich mein Schwarz und male ganz simpel den Rand hier von dem dunkelsten Lila noch ein bisschen dunkler. Ich finde, das gibt dem Ganzen noch die passendere Farbe zu meinem dunklen Hintergrund und ja, setzt noch mal so den Schatteneffekt. Machen wir das Ganze noch mal. Das dunkelste Lila, Mauve 249, einen Rand um die Blätter legen. Dann die 138 Violett, das Mauve damit ausblenden. Es kann ruhig noch ein bisschen weiter in die Mitte gehen, aber nicht ganz die Mitte zublenden und dann mit unserem Schwarz hier nochmal den Rand schön nachzeichnen.
ganz simpel. Bei den Blättern gehen wir genauso vor. Einmal den Rand mit der 249 setzen, genauso wie hier. Dann mit dem Violett ausblenden. Und mit dem Schwarz nochmal etwas nachhelfen und den Rand ein bisschen nachblenden. So, bei den Blättern gibt es hier in der Mitte ja diesen Stängel. Da male ich mit dem dunkelsten Lila ganz leicht, also hier mit starkem Druck, hier den Druck nachlassen, starker Druck, Druck nachlassen, Mitte unbedingt freilassen. Mit dem Violett blende ich das ganz leicht aus, gar nicht viel, ganz leicht. Die Mitte unbedingt freilassen. Und mit dem Schwarz nochmal so die Enden anmalen. Genauso wie ich hier in der Mitte vorgegangen bin, gehe ich auch bei den Zweigen hier vor. Ich habe immer irgendwo mein dunkles Lila gesetzt, habe hier ganz leicht mit dem Violett ausgeblendet und an den dunkelsten Stellen nochmal mit Schwarz nachgearbeitet, so dass eben diese Glanzpunkte hier oder hier oben gesetzt wurden. Ich habe auch da keine Theorie, wo Licht und Schatten ist. Ich habe es einfach gemacht, je nachdem, wie viel Platz ich hatte, wie viel Glanzpunkte ich brauche und wo es gerade hingepasst hat. Dann kommen wir auch zu diesem kleinen süßen Pflänzchen hier. Da male ich mit meinem dunklen Lila hoch, blende ein bisschen in die Blume rein, also lasse den Druck nach, sodass ich die Farbe ganz leicht auslaufen lasse. Mit meinem hellen Lila blende ich das ein bisschen weiter hoch, aber nicht ganz. Ich lasse hier immer noch freie Stellen. Und mit meinem Schwarz blende ich hier weiter rein, sodass wirklich die Stelle hier am dunkelsten ist. Dann setze ich mit dem dunkelsten Lila hier noch so ein paar Farbkleckse, dass das nicht ganz so leer aussieht. Und ja, dann haben wir auch diese kleinen Blümchen für uns gemalt. Hier ein bisschen, hier ein bisschen. Also wie gesagt, ich habe da nicht so, Entschuldigung, ich an die Kamera gekommen. Hier etwas, hier etwas. Also wirklich nur hier und da ein paar Farbkleckse setzen, um das Ganze schimmern zu lassen. Ja, den Rest lasse ich per Schnelllauf einmal durchlaufen. Schaut euch das einfach an, wenn ihr noch ein bisschen Hilfe braucht. Und ja, viel Spaß beim weiteren Tutorial.
Wir kommen jetzt zu der nächsten Sektion, und zwar die Ohrringe. Für das Gold nehme ich Ocker gebrannt, Walnussbraun und Cadmiumgelb hell. Und wie ihr das wahrscheinlich schon kennt, mit meinem Goldton fange ich mit dem Walnussbraun an und male kleine Sektionen. Dann gehe ich mit meinem zweiten Ton, dem Ocker gebrannt, hin und male das Dunkelbraun ein bisschen aus, und mit meinem Gelb male ich den Rest. Allerdings lasse ich kleine weiße Glanzpunkte, wo ich keine Farbe hinsetze, weder Gelb noch sonst irgendwas. Einfach damit das Gold schimmert und mehr zur Geltung kommt. Ich benutze vom Druck her starken bis mittleren Druck, weil ich schon weiß, wo meine dunkelsten Stellen sein sollen und wo meine hellsten Stellen sein sollen. Dann greife ich wieder zu den Farben von vorher, Mauve, Violett und Schwarz, und male damit die Steine der Ohrringe aus. Ich gehe erstmal mit dem Mauve zuerst mit mittlerem bis starkem Druck, male ich eine Sektion der Steine aus und lasse die Farbe ein bisschen sanft auslaufen. Mit dem Violett gehe ich dann wieder in das Mauve, also in meinem dunklen Ton, rein und lasse die Farbe auch wieder sanft auslaufen. Eine Ecke des Steins lasse ich weiß, das ist quasi mein Schimmer von dem Stein. Mit dem Schwarz setze ich dann einen Schatten an der dunkelsten Stelle von meinem Schein. Wirklich ganz leicht und nicht zu doll. Für den Haarschmuck, also die Flügel, benutze ich nur Violett und Mauve. Kein Schwarz diesmal. Und male in den Segmenten, in denen diese Flügel aufgeteilt sind, erstmal den unteren Teil mit dem dunklen Lila, also dem Mauve, und lasse die Farbe wirklich ganz, ganz leicht auslaufen. Erstmal mit mittlerem bis starkem Druck anfangen und die Farbe auslaufen lassen. Dann setze ich mit meinem Violett in dem dunklen Ton an und lasse ebenfalls das Violett ganz leicht auslaufen. Ich lasse am Rand von diesem Segment und oben an der Spitze sehr viel Weiß durchscheinen. Ich möchte nicht das ganze Segment komplett ausmalen, sondern wirklich noch viel Weiß da lassen, weil diese Flügel einfach auch so einen durchsichtigen Look haben sollen und nicht solide mit Farbe gefüllt. Ihr könnt auch zuerst wirklich mit leichter Hand dran gehen. Wenn es euch zu leicht ist, könnt ihr immer noch mehr Farbe auftragen.
Für den nächsten Schritt nehme ich mein Derwent Drawing Weiß. Das hat zwei Gründe. Erstens ist der Stift sehr dick und ich kann eine große Fläche schnell ausmalen. Und zweitens ist das Weiß sehr deckend, sehr opak. Und ich finde, das Weiß gibt dem Ganzen einfach diesen durchsichtigen Look, so ein bisschen, ja, mystisch, finde ich. Und dämpft das Lila einfach etwas ab. Ich würde euch empfehlen, etwas vorsichtiger zu malen, als ich das gemacht habe. Ich habe gerade hin und her gemalt, weil ich schon sehr ungeduldig war, das Bild fertigzustellen. Aber ich würde euch wirklich empfehlen, mit kreisenden Bewegungen das Ganze von hell nach dunkel runter zu blenden. Wenn ich drüber nachdenke, finde ich, dass es auch ohne das Weiß schön ausgesehen hätte, aber mit dem Weiß gefällt es mir noch ein bisschen mehr. Aber die Entscheidung liegt bei euch.
Wie schon vorher erwähnt, korrigiere ich noch ein bisschen an dem Gesicht. Und zwar werde ich mit meinem Sienna gebrannt noch einmal komplett über das ganze Bild gehen, um ja das Ganze nochmal gleichmäßiger zu machen, um nochmal rüber zu gehen. Und auch die Wangen sind mir noch ein bisschen zu rosig. Auch da werde ich nochmal komplett rübergehen. Und auch mit dem Indigo Blau werde ich nochmal ein paar Schatten setzen. So, wir kommen jetzt zu den letzten Details. Und zwar habe ich überall so Glanzpunkte in den Haaren verteilt, die wie Perlen aussehen sollen. Und hier auch außenrum ein paar. Und auch obenrum bis zum Gesicht. Ich zeige euch einmal noch kurz, wie ich die Verteilung gemacht habe. Und zwar habe ich jede zweite Linie genommen, weil sonst viel zu viel geworden ist. Und ich habe mal am Rand angefangen mit jeder zweiten Linie. Mal habe ich mittendrin angefangen mit jeder zweiten Linie, dass es ein bisschen versetzt und verteilt ist. Und zwar setze ich einige kleine Punkte, ich zähle nichts ab und dann ab und zu einen großen Punkt. Ich versuche die Abstände unregelmäßig zu halten, dass das nicht so ordentlich aussieht, sondern einfach ja, ein bisschen Abwechslung hat. Auch, dass die großen Punkte nicht unbedingt immer übereinander liegen, weil man doch dazu neigt, irgendwie die gleichen Abstände an Punkte zu setzen, wenn man nicht drauf achtet. Ja, ich muss sagen, auch diese kleinen Details nehmen unglaublich viel Zeit weg, auch wenn es nicht nach viel aussieht. Aber trotzdem sind sie wichtig, um dem Bild das gewisse Etwas zu geben, meiner Meinung nach auf jeden Fall. Ich habe diese Idee auf Pinterest gesehen. Sah ganz anders aus als das, was ich gemacht habe. Ich habe die Idee einfach übernommen und habe da mein eigenes Ding draus gemacht. Und ja, ich hoffe, euch gefällt es auch. Dann kommen wir gleich zum nächsten Teil. Ich möchte hier drumherum noch so ein paar Spritzer, also weiße Spritzer setzen, damit das Ganze aussieht wie eine kleine Galaxie. Und dafür benutze ich diese Kopie oder mein Übungszettel hier als Maske, um das Gesicht zu beschützen. Schnappen wir uns mal eine Schere und schneiden das Ganze ganz grob aus. Also es soll wirklich nicht super detailliert sein. Ich möchte einfach, dass das Gesicht und die lila Blumen unten beschützt sind.
Ich lege das hier einfach drüber und beschwere es mit irgendwas, was ich hinterher noch abwaschen kann. Dann nehme ich einen Acrylblock. Ihr könnt das aber auch auf einem Teller machen, auf einer Mischplatte, wie es euch am liebsten ist. Ich gebe hier mal so ein bisschen, das ist weiße Gouache drauf. Dann ein bisschen Wasser. Dafür benutze ich jetzt den Pinsel. Und ich mische das Ganze mit einem Pinsel. Für diese Spritztechnik würde ich euch einen härteren Pinsel empfehlen, der nicht so weich ist, weil das Ganze ja spritzen muss, damit es sich verteilt. Ich benutze etwas Wasser mit der Gouache, um das flüssiger zu machen, damit sich das besser verspritzen lässt. Fangt lieber mit wenig Wasser an. Ihr könnt immer noch ein bisschen was dazugeben, wenn es doch noch zu fest ist. Und dann einfach mit der Seite des Pinsels auf das Papier flicken. Ich habe jetzt den Tisch nicht beschützt, weil ich das ja hinterher mit einem Feuchttuch abwischen kann.